Jo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video, und zwar diesmal zu The Last of Us Part 2 Inside the Gameplay. Beim letzten Mal haben wir ja Inside Story auseinandergenommen. Jetzt gucken wir uns mal an, was das Gameplay so kann, welche Innovationen es gibt. Ich weiß gar nicht, ob man so viel rausziehen kann aus Inside the Gameplay, aber gucken. Wir schauen uns mal an, was es so Neues gibt, was nicht. Ich würde sagen, let's go, let's do this. Under here. What the gameplay needs to do is immerse you in the world, give you as many interesting actions to survive in this world and overcome obstacles. And obstacles could be infected, it could be other people, it could just be the environment, it could be rushing water, anything that could happen in this post-apocalyptic world. Are you clean? Yeah. But more than anything, it needs to put you in Ellie's shoes, that you're experiencing what Ellie's experiencing, making you feel what she feels. Because the more we do that, the more the emotional beats of the story work for us, and the more they work for us in this very unique way that only works in video games. The gameplay philosophy of The Last of Us Part 2 is putting you in the shoes of Ellie and everything that that means. It means giving you a threat constantly, as this world has. It means giving you the hard choices. Also bisher ist es ja mehr oder weniger so wie Part 1, also quasi für Ellie ist alles eine Gefahr. Ja, okay, das ist wie Part 1 auch. Als Ellie zum Beispiel hier von David gefangen wurde, als sie kurzzeitig für sich komplett alleine war, okay, alles war dann irgendwie Gefahr um sich herum. Okay. Aber können wir uns mal kurz einen Moment nehmen und schauen, wie geil diese Grafik einfach nur ist. Sieht einfach nur geil aus, muss man zugeben. Because this game takes place in such a hostile universe and our characters are pushed to do really difficult things, we want to put you in alignment with those choices. We want you to understand how hard certain decisions were for these characters, because they're hard for you. I would say the overarching philosophy of how we approached designing the game mechanically is how can we take things to the next level. Everything kind of comes out of the story. Halten die Klicker jetzt noch mehr aus? Also sie war schon bei Left Behind irgendwie für mich zu OP, ne? Als ich die bei Left Behind besiegen musste, war das schon extrem. Jetzt sind die noch krasser geworden, oder was? Selbst mit einer Shotgun gehen die nicht down. Okay. And how do we do it through systems? So one is you have to feel the pressure of survival. Survive by the skin of my teeth. How do I use all this scrap around me? Ja, okay, das ist quasi alles zurück. Dieses Tabletten nehmen, Alkohol einsammeln. Okay, das ist alles wieder da. Okay, warum sollte man es auch wegmachen? Any kind of bullet, any kind of rag, any kind of bottle of alcohol. How do we give you that sense of being a survivor in this world? Ellie is very small compared to Joel and more nimble. How do we make you feel like you're not the strongest person in the room, but you still should be able to rise to the challenge and survive, you know, a fight with a bunch of people? Ich glaube, das könnte für mich mega schwierig werden mit Ellie, weil Joel war es noch relativ, ja, es ging, war nicht ganz schwierig. Aber da sie kleiner ist und definitiv schwächer ist als er, wird das relativ schwierig werden für mich, glaube ich. Persönlich, es wird extrem schwierig. So welche One-on-One-Battles, oder so 1 gegen 2. That are all bigger than you. So therefore it meant creating a character and systems and mechanics that allow you to be much more nimble. And that's where we added a jump button. Deal. In the first game we had a clamber button, but not really jumping. And here Ellie can jump. The combat scenarios are much more vertical, where Ellie can use elevation to her advantage. Prone is a huge one. Aber es geht jetzt wohl mehr, sie kann jetzt springen und das Ganze, dieses ganze Battle soll jetzt mehr ins Vertikale gehen. Und dass sich das zum Vorteil macht, okay, bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht am Ende des Tages. Prone, obviously, it means to lay flat on the ground. Something so simple, again, something that in real life you'd be able to do.
letting the player have access to all their weapons, all the items, crafting, everything while in that position. Okay, das ist geil. So ein Gras rumkriechen und dann quasi wegshooten, das ist schon mega geil. Okay, das ist schon wieder eine nächste Innovation. Muss man zugeben. Aber ich frage mich, ob der Hund das nicht merkt, wenn du im Gras bist. Das verwundert mich jetzt so ein bisschen. Dass der Hund das weder hört noch riecht. And it just creates so many more emergent things in gameplay. Now that we have this other state that the player could be in, which are very low to the ground, how else can we use this other than just hiding in vegetation? We're like, well, there's a lot of man-made things or different structures that have collapsed that allow just enough space for you to crawl under, which means that now, as enemies are looking for you, you can crawl under things and hide, and it's just one more way to assess your environment and use it to Ellie's advantage. Now, because you can hide under things, we made them smarter and gave them the ability to look under things. So while you might hide somewhere and be safe for a while, eventually they're going to start looking under stuff, and if you're hiding under a truck and they spot you, they're going to yank you out and then try to kill you. Also du kannst dich unter Autos verstecken, aber das Problem ist, die Gegner sind auch intelligenter. Irgendwann werden die auch unter diesen Trucks suchen und die können dich dann also quasi wegziehen. Also bis jetzt in Sachen Gameplay haben sie sich echt ein bisschen was Neues einfallen lassen. Du zockst auch die meiste Zeit nur mit Ellie, muss man zugeben. Joel ist, glaube ich, komplett außen vor. Dodging is a big one, because now with dodge, anytime you're in a scuffle, you have a chance to get away. You have a chance to counterattack. It lets escape be an option as well. Sometimes you just got to run, and that is another part of this world, which is sometimes the threat is so overpowering that you just have to get away. When you are partially hidden, or you're in grass, that means people from afar can't see you, but people from closer can kind of see you. They will eventually acquire you. You're not completely hidden when you're in grass. She went into the grass. Watch yourself. Also du kannst dich wohl im Gras verstecken, aber nicht komplett. Also die wissen schon ungefähr die Location, wo du dich befindest. Okay, ausweichen und sich ducken ist wohl so der Schlüssel. Aber wegrennen ist wohl hier und da wirklich die einzigste Variante, die es gibt. Okay. And it makes you as a player become much more aware of your surroundings. Jump, prone, dodge, all these things feed into both exploration and jump, prone, dodge. Okay, was ist das alles? Okay, Medikit ist klar. Revolver, okay, das ist wohl Pistole mit einem Silencer. Das Shotgun, Flasche, Molotow. Ich weiß aber jetzt nicht, was das beides ist. Ich weiß nicht, ob das eine Nagelbombe sein soll. Könnte sein. Aber was das ist, habe ich gar keine Ahnung. Okay. All these things feed into both exploration and combat. Können wohl ein paar neue Sachen. Because it lets us expand the space. The size of spaces can be bigger. The intricacy of spaces can be more complex. And it still works exactly as you would expect. So when it came to our level design, It works exactly as you would expect. Okay, das ist im Prinzip immer dasselbe, ne? Ja, also Flaschen oder Backstein habe ich selten verwendet. Muss ich zugeben. So when it came to our level design, we really wanted to challenge ourselves to make a world that really felt like a real space as much as we possibly could and didn't feel like a series of combat encounters and exploration spaces and then combat encounters that felt like a hall of horrors or something, but something that really felt like a space that you could explore that seemed like a legitimate urban environment. And that pushed us to make our level design even more open than it was in the first game, which for us at the time was pretty open. In this game, we've gone so far in making the level design open that there are actually entire story moments, entire combat encounters, like full scripted sequences that you may completely miss. And there are things that we feel like, even though a portion of our player base may never see these things, the fact that when you do encounter them, you feel like you discovered them, it lends them this charm and this magic that I think is unique to games, that, you know, this happened to me because of what I did and the place I explored to.
Crafting is very much about a payoff to exploration, meaning that when you enter new spaces, you want to look around for supplies, you want to open drawers. Wieso hat die denn jetzt eine Maske auf einmal? Die ist doch immun gegen alles. Wieso hatten die eine Maske auf? Hä? Okay, das ist jetzt gerade für mich mega strange, dass sie jetzt eine Maske aufhat, obwohl die doch immun gegen alles ist. Oder ist jetzt irgendwas passiert, was ich noch nicht weiß? Okay, muss mal gucken. Ja, wie gesagt, man muss wieder alles durchsuchen, um craften. Okay, das ist alles geblieben. Drawers and cabinets, and look for different things that will allow you to craft either items. Okay, gucken wir uns mal das kurze Crafting-System an. Okay, also hier ist wohl, was du hast, oder? Ich glaube, hier ist, was du hast und hier ist, was du bauen kannst. Okay. Aber im Prinzip bleibt es dasselbe System, nur ein bisschen aufgehübscht. So sehe ich das zumindest. Okay. That can help you heal, items that can help you attack multiple enemies at once, such as the Molotov or the landmine that Ellie can craft. Sie kann jetzt sogar eine Landmine bauen, okay. Also kann jetzt eine Mine kreieren. Alles klar. Geil. Okay. Items that can help augment your weapons, like the silencer for her pistol, or craft new kinds of ammo. It also gives us tons of interesting gameplay choices and overlaps. Ja, sie kann auch wohl neue Munition kreieren. Das ist quasi so, wie es im ersten Teil auch war. Du konntest ja alle möglichen Pfeile kriegen. Explosivpfeile, Giftpfeile gingen, glaube ich, auch noch. Oder? Ja, Gift gegen, glaube ich, keine Explosiv gegen, glaube ich. Und das ist auch wieder zurückgekommen. You can do in any moment and on the fly. We try to be a game that wants you to make a lot of different decisions in combat as possible. And the way that we've expanded the recipe roster and all of the recipes and how they interact with each other is carefully chosen for the different ingredients and making sure that you always have these interesting decisions to make. We put a much stronger emphasis on the importance of the choices you make in the long term for your character. It'd be useful. Through the weapon upgrade system, through the player upgrade system, there aren't enough resources in a single playthrough to fully upgrade your character. The choices that you make, you're going to have to live with. And we wanted to make sure that all of the choices that you made had a really noticeable and tangible effect on the way that you... Okay, du kannst Ellie wohl auf verschiedene Weisen aufbauen. Okay, Richtung Stealth, Richtung Attacke, ja, puh. Und die Entscheidung liegt dann bei dir, wie du sie quasi aufbaust. Okay, das ist relativ interessant, muss ich zugeben. Play. You feel a greater kinship with Ellie because you are living with decisions that you've already made. Like you are continuing this through line of her journey through this world, and the moment-to-moment gameplay is influenced by that in a way that we haven't before. The realization that your choices have these long-term consequences is very much like the nature of the narrative of the game. And I'm happy that the mechanics are supporting that. Jo, also es gab definitiv einiges Neues in Sachen Gameplay. Also ich habe gesagt, Gameplay muss vieles rausreißen, weil die Story, ich kenne die Story in- und auswendig mittlerweile. Aber warum sie eine Maske auf hat, erklärt sich mir noch nicht. Das wurde mir noch nicht überliefert, warum sie das hat. Also es gibt auf jeden Fall einiges Neues. Springen und Autos kriechen, sich im Gras, ja, so halbwegs mal kurzartig aufhalten. Ja, es gibt so einiges Neues. Weil ich habe ja gesagt, definitiv, das muss es rausreißen. Und das soll es auch gewesen sein von meiner Seite aus. Das war es jetzt mit meiner kurzen Reaktion zu Inside the Gameplay. Ich weiß nicht, was nächste Woche ansteht. Ich habe gar keine Ahnung. Mal gucken, was die Jungs noch hochladen bis zum 19.06. Bis dahin, haut rein und tschüss.